Stopp! Wirf das nicht weg! Wusstest du, dass in diesen Erdbeerstrünken noch das volle Aroma steckt? Heute zeige ich dir nicht nur, wie du daraus einen genialen Eistee zauberst, sondern auch 3 Erdbeerrezepte, die perfekt für den Sommer sind, inklusive einer salzigen Variante, die dich überraschen wird. Zuerst aber zu einem Klassiker. Im Sommer serviere ich Gästen gerne ein Schichtdessert, denn es ist einfach und schnell gemacht, sieht toll aus, schmeckt himmlisch und man kann es gut einige Stunden zuvor vorbereiten. Für 2 Portionen brauchen wir 100 Gramm Erdbeeren, 10 Gramm, also einen Esslöffel Puderzucker, dann 120 Gramm Magerquark, 60 Gramm Sahne, ein Tütchen Vanillezucker sowie ein paar Butterkekse. Für jede Portion brauche ich etwa 2 Butterkekse, die ich zerbrösle und in ein Glas gebe. Das geht gut so von Hand. Wenn du sie kleiner haben möchtest, kannst du die Kekse auch in eine Tüte geben und mit einem Nudelholz bearbeiten. Du kannst die Kekskrümel auch noch mit flüssiger Butter mischen und dann wie bei einem Käsekuchen einen festen Boden damit zubereiten. Ich erspare mir diesen Arbeitsschritt und verzichte auf das zusätzliche Fett, denn ich mag diesen Crunch lieber. Die Erdbeeren waschen und vom Strunk befreien. Die Strünke jetzt nicht entsorgen, sondern für unseren leckeren Eistee zur Seite stellen. Einen Teil der Erdbeeren in Scheiben schneiden. Pro Portion brauchen wir etwa 5 schöne Scheiben. Die kommen später an den Glasrand. Du siehst, die Scheiben haben je nachdem schon eine Herzform. Wir können die noch deutlicher machen, wenn wir mit einem Keksausstecher nachhelfen. Die restlichen Erdbeeren in ein hohes Gefäß geben, zusammen mit dem Puderzucker und alles gut pürieren. Dabei am besten die Hand oben drüber halten, denn das gibt bestimmt Spritzer. Du siehst, meine Hand hat ordentlich was abbekommen und ehrlich gesagt, wenn ich mich da so umschaue, nicht nur die, aber egal, darum kümmere ich mich später. Zuerst machen wir das Dessert fertig. Für die Creme schlagen wir zuerst die Sahne steif. Anschließend kommen Magerquark und Vanillezucker dazu. Und alles wird gut vermischt. Du kannst übrigens auch Quark mit höherem Fettgehalt, Mascarpone oder Frischkäse verwenden. Das ist wirklich ein einfaches und dankbares Dessert, das du einfach anpassen kannst und dich nicht genau an mein Rezept halten musst. Nun geht's ans Schichten. Die Erdbeerscheiben platzieren wir am Glasrand, so dass man die Herzen von außen sieht. Leicht in den Keksboden und ans Glas drücken, damit sie halten. Die Erdbeeren so rundherum verteilen. Nun geben wir unsere Creme in die Mitte und verteilen sie auf beide Portionen. Zum Schluss kommt noch das Fruchtpüree obendrauf. Die werden nun kühl gestellt, damit es ziehen kann, mindestens 30 Minuten. Du kannst es aber auch gut 4 bis 6 Stunden zuvor vorbereiten, bevor du es servieren möchtest. Danach ist das Dessert schön kühl und lecker erfrischend. Richtig lecker. Ich liebe die Frische der Creme mit der Süße der Erdbeeren und dem Crunch der Butterkekse. Für mich ein perfektes Dessert. Bevor ich mich nun aber ans nächste Rezept mache, ist höchste Zeit zum Putzen. Ich möchte dir heute den neuen Dreamy Z30 Pro Aqua vorstellen. Ein Staubsauger mit Nassreinigungsfunktion. Wie clever ist das denn? Damit kann ich diese eingetrockneten Flecken ganz einfach reinigen. Und auch die Erdbeersauerei, die entstanden ist, beseitigt das Gerät im Nu. Wie auch Kaffeesatz, der bei mir gerne mal auf dem Küchenboden landet. Der Dreamy Z30 Pro Aqua beseitigt verschiedene Verschmutzungen, ob fest oder flüssig, frisch oder eingetrocknet. Das heißt, er kann wischen und saugen oder auch nur saugen, denn es gibt für alles den passenden Aufsatz. Das Gerät übertrifft dabei sogar die Leistung herkömmlicher Akkustaubsauger. Am Ende sieht der Boden tipptopp sauber aus. Die Wasserrückstände sind minimal, das ist wirklich beeindruckend. Das liegt auch daran, dass immer mit frischem Wasser gereinigt wird. Denn das Gerät hat einen dreiteiligen Tank.
Hier das Frischwasser, hier das Schmutzwasser und hier landet der nicht flüssige Schmutz. Alles sauber getrennt und alles lässt sich einfach auskippen und spülen. Und jetzt kommt die Bürste, die muss nicht ich reinigen, das kann das Gerät selber. Gerät auf die Ladestation geben und mit einem Knopfdruck die Reinigung starten. Die Bürste wird mit einem starken Wasserstrahl gründlich gespült, bevor sie bei 70 Grad mit Heißluft getrocknet wird. Und am Ende ist das Gerät sauber und gleich wieder einsatzbereit. Wenn dich der Dreamy Z30 Pro Aqua interessiert, findest du unten den Link in der Videobeschreibung. Alles wieder sauber und damit bereit fürs nächste Rezept. Ich bereite ein leckeres Erdbeereis zu, habe aber keine Eismaschine. Das ist allerdings auch kein Problem für dieses super einfache Blitzeisrezept, denn dafür brauchen wir nur einen Pürierstab. Für 2 Portionen brauchen wir 200 Gramm Erdbeeren, 70 Gramm griechischen Joghurt und 20 Gramm Puderzucker, also etwa 2 Esslöffel. Die Erdbeeren wiederum waschen und vom Strunk befreien. Diese gebe ich wiederum zur Seite und zeige dir anschließend, wie du sie noch weiterverwenden kannst. Die Erdbeeren halbieren oder vierteln und in einen Behälter geben. Möglichst auseinander, damit sie nicht klumpen. Denn die kommen nun ins Gefrierfach für mindestens 2 Stunden. Du kannst sie aber gut auch schon ein paar Tage zuvor einfrieren, denn sobald die Erdbeeren gefroren sind, ist das Eis im Handumdrehen zubereitet. Die gefrorenen Erdbeeren am besten 10 Minuten leicht antauen lassen. Dann kommen sie in ein hohes Gefäß, zusammen mit dem Puderzucker und dem Joghurt. Nun mit dem Pürierstab alles schön mixen. Wenn dein Pürierstab nicht ganz so leistungsstark ist, würde ich die Erdbeeren tendenziell kleiner schneiden und länger antauen lassen. Durch den Joghurt bekommt das Eis eine wunderbar cremige Konsistenz. Und fertig ist unser Erdbeereis aus nur 3 Zutaten. In Gläser füllen und sofort servieren. Oder nochmals in den Gefrierschrank geben, bis du es brauchst. Das ist so lecker, schön erfrischend, süß, aber nicht zu sehr und vor allem mit ganz viel Erdbeergeschmack. Du kannst auch mehr oder weniger Zucker verwenden oder statt Zucker Honig oder ein anderes Süßungsmittel verwenden und es so ganz nach deinem Geschmack anpassen, so wie es für dich passt. Und damit zu unseren Erdbeerresten. Die aufbewahrten Strünke können wir in eine Tasse oder einen Krug geben und mit heißem Wasser übergießen. So circa 10 Minuten ziehen lassen. Du glaubst nicht, wie lecker das nach Erdbeeren duftet. Dann abgießen oder die Erdbeerstrünke entfernen. Du kannst es natürlich so heiß genießen, noch besser ist es allerdings kalt als Eistee. Ausgekühlt kannst du nach Belieben auch noch etwas Zitronensaft und Süßungsmittel dazugeben. Allenfalls ein paar Eiswürfel und du hast eine tolle, leckere Erfrischung für den Sommer. Zu Beginn habe ich dir eine salzige Variante versprochen und die gibt's jetzt. Denn Erdbeeren passen nicht nur gut zu Milchprodukten wie Sahne, Cremes oder auch Vanilleeis, sondern auch zu salzigen Milchprodukten wie Frischkäse. Und da ich ein großer Fan von Bruschette aller Art bin, gibt's jetzt eine Variante mit Erdbeeren und Frischkäse. Dazu brauchen wir Brot vom Vortag, das kann helles oder dunkles sein, dann Frischkäse, ich nehme hier Ziegenfrischkäse, Erdbeeren, Balsamico-Creme, frischen Rosmarin, Pfeffer und allenfalls weitere Gewürze. Brot in Scheiben schneiden und in einer Pfanne ohne Fett auf beiden Seiten leicht anrösten. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die leckeren Tomaten im Sommer, denn klassische Bruschette könnte ich jeden Tag essen. Die gerösteten Brotscheiben aus der Pfanne nehmen. Erdbeeren wiederum waschen und vom Strunk befreien. Was du damit machen kannst, weißt du nun ja. Erdbeeren in Stücke schneiden. Den Frischkäse kosten und allenfalls mit Gewürzen verfeinern. Dann diesen dick auf die Brotscheiben auftragen. Nun Erdbeeren darüber legen
Mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Zum Schluss kommt noch etwas Balsamico-Creme drüber. Und ein kleiner Zweig Rosmarin. Fertig ist ein leckerer Snack zum Aperitivo an einem lauen Sommerabend. Richtig gut. Also die Süße der Erdbeeren mit dem herzhaften Ziegenfrischkäse, die leichte Säure der Balsamico-Creme und das knusprige Brot. Schlicht perfekt. Und nun freue ich mich auf deine Rückmeldung. Bist du Team Süß, also Erdbeereis und Schichtdessert, oder vielleicht sogar Team Mutig und probierst die herzhafte Variante mit dem Käse? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Obsthacks der Lifehackerin, dann ist dieses Video perfekt für dich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Voll gut.